herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um ein generelles Thema, und zwar um die Reinigung von Spurplatten. Ich habe jetzt hier Spurplatten von meinem Maserati. Die habe ich letzte Woche abmontiert, weil ich einmal Reifenwuchten war. Ich habe so ein bisschen Vibrationen gehabt. Wir haben jetzt rausgefunden, ich habe scheinbar über die längere Standzeit hier in der Garage habe ich mir wohl Standplatten geholt. Das heißt also Flatspots auf den Reifen, und um eben wie gesagt beim Reifenauswuchten sicherzustellen, dass es nicht gegebenenfalls die Spurplatten sind, die die Vibrationen verursachen, hatte ich sie abmontiert. Und heute geht es eben darum, um die Reinigung dergleichen. Diese Spurplatten habe ich jetzt schon gereinigt. Das heißt, hier, wie man es sehen kann, die sind also schon sehr, sehr sauber. Es sind noch ganz leichte Verfärbungen zu erkennen. Dort, wo sie sozusagen nicht hundertprozentig Kontakt mit der Radnabe hatten und etwas Feuchtigkeit und Schmutz eingedrungen ist. Aber alles in allem sehen diese Spurplatten wirklich gut aus. Ich werde jetzt gleich einmal noch bei meinem BMW die Spurplatten vorne versuchen abzumachen. Den hatte ich beim BMW-Service, und die lieben Kollegen von BMW haben leider beim Wechseln oder beim Tauschen der Bremsbeläge die Spurplatten abgehabt bei meinem BMW und diese dann aber nicht mehr mit entsprechender Kupferpaste oder ähnlichem eingeschmiert, sodass die jetzt vorne festgebacken sind. Da habe ich mir jetzt Werkzeug bestellt und hoffe, dass ich die heute gelöst bekomme. Das Ganze zeige ich dann in einem anderen Video. Aber heute geht es, wie gesagt, jetzt rein um die Pflege und das Sauberhalten eurer Spurplatten, damit die dann am Ende eben auch wieder so schön sauber sind und eben plan anliegen und es da zu keinen Vibrationen oder anderen Störfaktoren kommt. Was auch wichtig ist, worauf ich hinweisen möchte, wenn ihr Spurplatten habt, die sozusagen mit der Radnabe verschraubt werden, also nochmal extra Bolzen mit dabei sind, dann achtet bitte darauf, wenn ihr eure Spurplatten, weiß ich nicht, so einmal im Jahr oder so, finde ich, sollte man die sowieso mal abmachen und wie gesagt wieder reinigen und eben mit entsprechender Kupferpaste oder ähnlichem einschmieren, damit die euch nicht festbacken. Dann achtet bitte darauf, dass ihr auch die Gewinde von den Schrauben reinigt. Dazu reicht es, wenn ihr einfach eine Drahtbürste nehmt und hier einmal den Gewindegang sozusagen mit der Drahtbürste frei macht und von irgendwelchen Verschmutzungen oder kleinen Partikeln befreit. Ja, der nächste Schritt ist also dann, ich zeige euch jetzt, wie ich die Spurplatten reinige. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn ihr eure Spurplatten gereinigt habt, dann ist ja sozusagen die Oberfläche ein bisschen angegriffen und angeraut, und wenn ihr die dann längere Zeit lagern solltet oder möchtet, dann empfehle ich euch, die mit einem Papiertuch oder so, dass ihr ein bisschen mit WD-40 einsprüht, abzureiben. Und zwar ruhig überall, denn wie gesagt, wir reinigen die Spurplatten ja sozusagen komplett. Das heißt also hier außen, wo nachher die Felge aufliegt, auf dieser Seite, wo die Felge aufliegt, werden wir sie reinigen. Auf der Seite, wo sie zum Fahrzeug hin montiert ist, wird die Spurplatte gereinigt, und alle diese blanken Metallstellen, wenn wir sie gereinigt haben, um die eben zu versiegeln und zu verhindern, dass sich dort dann eben bei Lagerung wieder Flugrost bildet, nehmt ihr einfach ein Papiertuch, sprüht das ein bisschen mit WD-40 ein, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann könnt ihr die problemlos lagern, und bevor ihr sie montiert, macht ihr ja ohnehin alles wieder mit Bremsenreiniger sauber. Da ist dann also gar kein Öl oder Schmutzfilm mehr vorhanden. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch ans Herz legen möchte. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr sie eben lagern wollt. Wenn ihr sie gleich wieder montiert, braucht ihr das nicht zu tun. Dann ist das egal, nur halt für den Fall, dass ihr sie zwischenlagert. So, jetzt habe ich hier alles vorbereitet, was wir brauchen, um die Spurplatten reinigen zu können. Wir brauchen einen entsprechenden Mundschutz. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich schleifen werden, werden sich kleine Metallpartikel in der Luft freisetzen. Und damit wir die nicht einatmen und die nicht unter unsere Atemwege kommen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine entsprechende Maske aufzusetzen. Die ist jetzt sogar etwas hochwertiger, weil die eigentlich zum Lackieren gedacht ist. Die sollte aber auch diese etwas gröberen Partikel problemlos aufnehmen. Ansonsten tut es auch irgendeine andere Atemschutzmaske, die ihr habt. Diese Spurplatten, wie gesagt, sind jetzt exemplarisch. Die sind jetzt nicht sonderlich schmutzig, aber man kann schon erkennen, dass dort, wo sozusagen die Spurplatte Kontakt mit der Radnabe hatte, sich
ja, Schmutz gebildet hat. Auch hier außen, das werden wir jetzt erst einmal mit entsprechendem Schnellreiniger, ihr könnt auch Bremsenreiniger oder was ihr eben zur Hand habt, um Fette und Öle zu entfernen, verwenden. Dann habe ich 2 Tücher, beziehungsweise 2 Papiertücher. Ein Tuch eben, um den Schnellreiniger zu verwenden und ein Tuch später, wenn die Spurplatten gesäubert sind, was ich ein bisschen mit WD-40 besprühen werde, um dann die Oberfläche eben für die Lagerung zu versiegeln. Davon abgesehen brauchen wir auch ein Schleifgerät. Man kann das natürlich auch mit der Drahtbürste machen, also gerade hier im inneren Bereich müssen wir das auch mit der Drahtbürste machen, aber für die großen planen Flächen finde ich es einfacher, mit so einem Schleifgerät zu arbeiten. Da nehme ich eine 320er Körnung. Da muss man um Himmels Willen nicht stark aufdrücken und auch nicht lange irgendwie drüber fahren, sondern ihr setzt das einfach nur leicht an. Ich zeige das gleich. Lasst das hier immer gleichmäßig drüber gleiten. Einfach nur, damit diese groben Verschmutzungen weg sind. Und da müsst ihr auch nicht lange machen. Wie gesagt, ihr sollt ja hier jetzt nicht irgendwelche Unebenheiten reinschleifen oder sonst irgendwas. Insofern, das ist nur dazu gedacht, dass es eben ein bisschen schneller geht und gleichmäßiger ist als mit der Drahtbürste. Ja, jetzt fangen wir an und dann geht's los. So, hier ist jetzt, wie gesagt, eine verschmutzte Spurplatte zu sehen. Der erste Schritt ist, wir nehmen unser Tuch, was wir mit Schnellreiniger oder Bremsenreiniger besprühen, feuchten das ein bisschen an und entfernen den ersten groben Schmutz von der Spurplatte. Man sieht das jetzt hier innen drin, da ist sozusagen dort, wo die Spurplatte an der Radnabe anlag, sind Verschmutzungen, hier leichte Verschmutzungen auf der Oberfläche zu erkennen, genauso hier auf der Seite, die zur Felge hin zeigt. Das reinigen wir jetzt einmal grob. So, jetzt haben wir das einmal grob gereinigt und wir können hier schon erkennen, dass die Verschmutzungen deutlich jetzt geringer sind. Also das heißt, wir konnten jetzt schon so ein bisschen oberflächlichen Dreck mit entfernen. Auch hier auf der Seite, die zur Radnabe zeigt und eben auch der Seite, die zur Felge und zum Rad zeigt. Jetzt gehen wir her mit der Drahtbürste und säubern sozusagen diese Innenseite, die Kontakt mit der Radnabe hat, von dem oberflächlichen Schmutz. Dann nehmen wir uns wieder das Tuch mit dem Schnellreiniger und entfernen die gelösten Partikel. Und wie wir sehen können, sieht das Ganze jetzt schon deutlich besser aus. Das heißt, hier haben wir jetzt wieder eine plane, saubere Oberfläche, die gut anliegt und die keine Probleme verursacht. Der nächste Schritt ist die Reinigung mit der Maschine. Dafür nehmen wir die Schleifmaschine. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine 320er Körnung. Es geht hier nicht darum, Druck auszuüben. Es geht nicht darum, hier ewig lange zu schleifen. Es geht nur darum, mit gleichmäßigen Bewegungen ohne Druck den groben Schmutz von der Vorder- und Rückseite der Spurplatte zu nehmen. Bei dieser Ausführung hier, die Spurplatte ist jetzt kaum verschmutzt, verzichte ich auf die Atemschutzmaske, da sich jetzt hier
wie gesagt, keine großen Partikel lösen werden. Wenn ihr das bei euren Spurplatten macht und ihr habt da große Verschmutzungen, nehmt bitte die Atemschutzmaske, um euch da selbst zu schützen. Ihr habt gesehen, da wird nicht lange irgendwie auf einer Stelle gesäubert oder irgendwie mit viel Druck gearbeitet. Wie gesagt, es geht nur darum, den oberflächlichen Schmutz, den oberflächlich angesammelten Schmutz zu entfernen. Jetzt nehmen wir wieder unseren Mehrzweckreiniger und säubern die Oberfläche von den gelösten Partikeln. Und wir haben hier schon eine wieder fast perfekte, neuwertige Oberfläche. Das Ganze machen wir jetzt auch noch einmal auf der anderen Seite, die sozusagen zur Felge zeigt. Auch hier danach wieder mit dem Schnellreiniger die gelösten Partikel entfernen. Und auch hier sehen wir jetzt eine richtig schön plane, saubere Oberfläche, die nachher wieder guten Kontakt mit eurer Felge herstellen kann. Und wie gesagt, wenn ihr die Spurplatten jetzt eine gewisse Zeit lang lagern wollt, also nicht gleich wieder verbaut, dann nehmt ihr euch das zweite Tuch, sprüht das ein bisschen oder befeuchtet das ein bisschen mit WD-40 und reibt dann damit die Oberflächen eurer Spurplatte ein. Auch innen die Fläche, die zur Radnabe zeigt. So, jetzt haben wir also sozusagen die Fläche oder die Seite, die zur Felge zeigt, mit einem WD-40-Film versorgt oder befeuchtet oder benetzt, wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben die Innenseite unserer Spurplatte, die Kontakt zur Radnabe habt, eben entsprechend mit WD-40 benetzt und eben auch die Rückseite, die direkt auf der Radnabe sitzt. Und so könnt ihr die Spurplatte jetzt problemlos längere Zeit lagern. Durch diesen kleinen, leichten Ölfilm setzt sich da kein Flugrost an und sie bleibt sauber. Wenn ihr die Spurplatte später am Auto wieder verbaut, achtet bitte darauf, dass ihr vorher eben alle Oberflächen einmal mit Bremsenreiniger oder mit so einem Schnellreiniger wieder säubert. Und wie gesagt, auch wichtig, was ich ja auch in den anderen Videos schon gezeigt habe, also ich empfehle das zumindest, dass ihr die Seite, die Kontakt zur Radnabe hat, also sprich hier innen und auch diese Fläche, die später auf der Bremsscheibe oder an der Radnabe anliegt, auf der Bremsscheibe nicht, aber auf der Radnabe anliegt, dass ihr diese Fläche eben mit Kupferpaste oder entsprechender Bremsen-Anti-Quietschpaste einreibt, damit ihr die Spurplatte später auch wieder gut gelöst bekommt und die nicht festbackt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, es war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!